ist ja super mit den neuen Haaren. Wir können ja gar nicht mehr das Mikro nerven. Test. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen um die Welt. Und wir freuen uns in diesem Video endlich auf unseren zweiten Kontinent zu fliegen. Bisher war unser Blog ja eigentlich eher so eine Kanada-One-Man-Show, deswegen geht es jetzt endlich nach Südamerika. Ja, wir sind sehr spät abends dann aus Las Vegas losgeflogen, hatten nochmal einen richtig schönen Blick auf die Stadt. Sind dann in Atlanta einmal kurz zwischengehalten, mussten umsteigen. Das war unser erster Übernachtflug und der hat uns schon ein bisschen weggekickt. Wir waren schon echt müde. Und ja, dann sind wir am nächsten Tag in Cartagena gelandet. Als wir angekommen sind, wie zu erwarten, stand uns eine Wand entgegen, schwül und warm. Wir sind aus dem Flugzeug natürlich direkt in die Hitze rein und haben erstmal sofort angefangen zu schwitzen. Leider hat die Security sehr lange gedauert. Ich glaube, wir haben 2 Stunden da gewartet. Krass, ja. Und sind dann mit dem Uber in die Stadt rein, nach Cartagena. Cartagena, oder? Haben wir Cartagena schon gesagt? Ich glaube Cartagena. Ich werde aber jetzt Cartagena sagen, weil das ist mir ein bisschen einfacher als Cartagena, was wahrscheinlich falsch ist. Nee, ich glaube, das ist richtig. Ich weiß es auch. Also wir sprechen kein Spanisch, aber wir glauben, dass das Cartagena heißt. Dass wir kein Spanisch sprechen, das wird man wahrscheinlich auch noch ein paar Mal hören. Ja, sind wir im Hostel angekommen. Da drin im Flur war es auch richtig warm. Aber sind wir in unser Zimmer gekommen. Es hatte eigentlich eine Klimaanlage. Ja, und es war Regenzeit. Das heißt, was wir auch erst so richtig herausfinden mussten, es regnet nicht die ganze Zeit, sondern es sind immer so Platzregen, 2-3 Mal pro Tag, wo es halt komplett runtergeht und dann auch die ganzen Straßen überflutet sind. Ja, und so einen Platzregen haben wir dann gleich am ersten Abend noch bekommen, hatten aber Hunger und sind dann im Regen zum Italiener, weil wir nichts anderes in der Nähe gefunden hatten, was uns offen war. Ja, am nächsten Tag hatten wir dann aber sehr viel Glück, weil es hat da eigentlich gar nicht geregnet. Die Sonne schien und ja, das ganze Wasser, was die Straßen überflutet hatte, war irgendwie abgelaufen. Größtenteils. Ja. Ja, und die Altstadt ist wirklich richtig schön, hat uns sehr gut gefallen, so koloniale Bauten. Das ist, glaube ich, auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Interessanterweise haben wir auch gleich Faultiere gesehen in einem der Parks. Da wurden wir darauf hingewiesen. Auch bekannt in Cartagena sind die in traditionellen Kleidern gekleideten Frauen. Ich weiß nicht, ob sie traditionell sind oder einfach nur die Nationalfarben von Kolumbien. Ja. Auf jeden Fall lassen sie sich bezahlen, wenn man ein Foto mit ihnen machen möchte. Mir war auf jeden Fall viel zu warm und mit meiner europäischen Kleidung kam ich da auf jeden Fall überhaupt nicht klar. Deswegen war es irgendwann sicher, dass wir einmal in den Kleidungsladen gehen und dieses T-Shirt kaufen, was mittlerweile schon wieder fast kaputt ist. Und die Flipflops sind natürlich auch ein Muss.
Ich hasse aber Flipflops, wenn ich ehrlich bin. Habe mir dann diese Badelatschen geholt. Und kleiner Spoiler, ich habe sie auch schon wieder abgegeben. Es ist einfach nichts für mich, in Badelatschen oder Flipflops rumzulaufen. Dann nehme ich lieber meine Laufschuhe. Ja, dann waren wir wirklich sehr positiv überrascht von dem Essen in Cartagena. Es gab richtig leckere und viele und auch relativ günstige Fischrestaurants, wo es karibisches Essen gab. Meistens gab es dazu noch einen Kokosnuss-Smoothie oder Saft dazu, der auch immer sehr lecker war. Ja, da haben wir es uns schon gut gehen lassen. Und es ist auch einer meiner Lieblingsküchen geworden. Ja, es war wirklich lecker. Und nicht nur wegen des Preises. Wir sind auch auf die Stadtmauer gegangen und haben uns Cartagena von oben angeschaut. Und uns gefielen auch besonders diese bunten Farben und Flaggen. Auf all den Türen, Fensterläden oder auch die Regenschirme, die dann praktisch als Fotomotiv oder Nutzung dann aufgehangen waren. Man muss aber sagen, dass die Innenstadt Cartagenas wirklich sehr touristisch ist. Das liegt einerseits daran, dass halt viele Kreuzfahrtschiffe da halten und viele Touristen dorthin kommen. Und andererseits die anderen Viertel auch nicht empfohlen sind, dass man dahin fährt und sich deswegen alles sehr auf der Innenstadt und Getsemani konzentriert, wo wir am nächsten Tag sind. Das hat auch bewirkt, dass viele Händler und Verkäufer auf den Straßen unterwegs waren und einen ständig angesprochen haben, die man dann aber wirklich ignorieren musste und einfach weitergehen musste. Dann ist einem auch nichts abgeknöpft worden oder man hat sich dann nicht auf einmal irgendwas gekauft. So wie in vielen anderen Ländern auf der Welt natürlich, wo Touristen sind. Wie gerade gesagt, haben wir uns den größten Teil in den sicheren Vierteln in der Innenstadt aufgehalten, sind aber am Nachmittag auch zu einer Shopping Mall, die direkt in der Nähe dieser sicheren Viertel war. Als wir über diese Brücke gegangen sind, hat man sofort gemerkt, dass man in einen anderen Teil der Stadt geht. Rechts war dann so ein Fußballplatz, den ich erst ganz nice fand, bis uns aufgefallen ist, dass da auf einmal ein Schwein und ein Pferd rumlaufen direkt neben dem Platz. Und das alles auch relativ runtergekommen aussah mit dem Müll. Und direkt neben der Mall war auch so eine Art Favela, wo die Leute davor gesessen haben. Und da ich ja die ganze Zeit geschwitzt habe und mir immerhin vorgestellt habe, dass wir abends wieder im Hostel sind, wo ich mich runterkühlen kann, taten mir die Leute wirklich so leid, die da sitzen und praktisch ihr ganzes Leben lang ohne Klimaanlage dort halt tags und nachts Klimaanlage ist auskommen müssen. Geringstes Problem, oder? Ja, die haben natürlich noch andere Probleme, das stimmt, aber es sind ja 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von irgendwie 95%, wo man einfach so hart am Ölen ist und das auch nachts. Ja, dann waren wir in der Mall, weil wir eine SIM-Karte kaufen wollten. Es war ein bisschen komplizierter, weil wir zu verschiedenen Stellen geschickt wurden. Dann gab es da keine, aber letztendlich hat es geklappt und wir hatten dann Internet. Mehr schlecht als recht, weil es war denn der einzige Anbieter, den es gab in der Mall, war dann nicht der mit der besten Netzabdeckung Kolumbiens, aber wir haben ihn einfach genommen dann. Lustig war noch, also es ist generell schon aufgefallen, dass es deutlich lauter ist auf den Straßen in Kolumbien als jetzt in Europa oder so. Alle Leute, reden lauter, überall spielt laute Musik und dann auch in der Shopping Mall hat sich das auch wieder gespiegelt. Da lief eine Modenschau und wirklich 1000 Leute standen da drumherum, laute Musik lief. Also es ist wirklich, ein bisschen anders und war aber auch ganz lustig, sich anzugucken. Zum Abend hin haben wir dann unsere erste Sicherheitsregel gebrochen, nicht abends im Dunkeln aus der Unterkunft rauszugehen, weil wir ja noch an der Mall waren und sind dann da durch dieses schäbigere Viertel dann zurückgegangen. Uns ist aufgefallen, sobald man einfach nicht hilflos durch die Gegend rennt und zielstrebig die Straßen lang geht, dann guckt einen auch gar keiner an. Und natürlich auch nicht durch komplett verlassene Gassen. Es ist aber natürlich nichts passiert und wir sind dann auch um 19 Uhr zu Hause angekommen und haben dann gut geschlafen. Ja, am nächsten Morgen haben wir dann Arepas gefrühstückt. Die waren noch ganz lecker mit Ei gefüllt. Und dann haben wir uns die Festung angeguckt, nur kurz von außen, weil wir dann schon weiter sind zum Künstlerviertel Getsemani.
Ja, das ist auch sehr touristisch. Überall war Graffiti und zwar ja, ganz bunt alles und ganz nett anzusehen. Wir müssen sagen, dass wir die Altstadt, wo wir am Tag davor waren, ein bisschen schöner fanden. Aber es war auch ganz nett. Am Mittag haben wir dann mega lecker gegessen. Ich glaube, das war unser allerbestes Essen, was wir je hatten. Leckeren Fisch und natürlich wieder die Kokosnuss-Limonade, Klassiker. Am Nachmittag haben wir noch einmal die frische Wäsche abgeholt aus der Wäscherei, die den Wüstenstaub aus den USA daraus gewaschen hat. Und da waren wir sehr, sehr happy. Da wir die letzten Wochen so durchgepowert haben, erst in Kanada und dann der Roadtrip in den USA und ich auch mit dem Wetter zu kämpfen hatte, haben wir entschlossen, für ein paar Tage es ruhiger angehen zu lassen und uns ein bisschen Luxus zu gönnen und in ein Hostel auf einer abgelegenen Insel zu fahren und dort ein paar Tage zu verbringen. Außerdem hatte ich auch ein bisschen von meiner Arbeit zu tun und ein paar Projekte dazu machen. Und da erschien es uns eigentlich logisch, am Strand zu chillen, Cocktails zu schlürfen und nebenbei dann diese Projekte ein bisschen weiterzumachen. Ja, am nächsten Morgen wurden wir dann auch abgeholt, noch aus Cartagena und direkt zu dem Hostel auf der Insel gebracht. Es war ein ganz schöner Luxus, weil wir direkt von unserer Unterkunft abgeholt worden sind mit einem Taxi. Das hat uns dann zum Fährhafen gebracht. Der Fährterminal wirkte für mich zumindest sehr chaotisch. Wir sind da abgesetzt worden und mehrfach gefragt worden, wo wir denn hin wollten und mussten irgendwelche Listen ausfüllen, mehrfach irgendwelche Handgelder an Leute verteilen. Dann saßen wir nochmal im anderen Boot, weil wir dann nochmal umgesetzt wurden und waren am Ende dann doch verunsichert, aber auf dem Weg zu irgendeinem Ort. Ja, wir haben auf jeden Fall einen regnerischen Tag erwischt für unsere Überfahrt und es war auch ziemlich stürmisch. Dementsprechend verlief dann auch die Überfahrt auf dem Speedboat. Es war aus wettertechnischer Sicht eigentlich super interessant anzuschauen, weil gerade am Äquator ja diese Regenzellen halt immer sind. Und man hat das genau gesehen, wie die erst kamen, der Wind dann auf einmal mehr wurde, die Wellen dann auf einmal ganz flach wurden und es einfach komplett angefangen hat zu regnen. Gleichzeitig sind wir halt irgendwie mit 40 km/h da durch die Gegend geschossen in dem Boot und wurden natürlich von vorne, von oben, von hinten und von der Seite komplett nass. Ja, dann wurden wir von dem Speedboot sogar direkt an dem Steg von unserem Hostel abgesetzt. Dann mussten wir nicht noch über die Insel laufen und sind dann in dem Hostel angekommen. Wir hatten ein sehr nices Zimmer mit Blick über die Poolanlage und über die Palmen und ja, es war eigentlich so, wie man sich das so vorstellt mit diesem Mückennetz über dem Bett. Es war eigentlich irgendwie alles perfekt. Also wir hatten Sommer, Sonne und leckeres Essen und ein paar tolle Tage in Aussicht. Leider gab es ein richtig, richtig dummes Problem, nämlich das WLAN funktionierte nicht. Und dazu kam noch, dass unsere SIM-Karte, die so spottgünstig war, leider auch keine Netzabdeckung auf dieser Insel hatte. Sodass ich auf einmal Probleme hatte, meine Hilfe, die ich angeboten hatte, bei meiner Arbeit dann auf einmal durchführen zu können und ich noch nicht mal eine Website laden konnte. War leider ein bisschen ärgerlich, aber wir haben versucht, trotzdem so viel wie möglich zu genießen. Ja, neben der Arbeit haben wir natürlich auch die Insel genossen. Wir sind zum Beispiel an den Strand und um da hinzukommen, sind wir erstmal durch einen Mangrovenwald, über Wege, die es alle nicht auf Google Maps gab. Haben irgendwie den Weg dann gefunden, waren dann aber am falschen Strand, weil alle Strände dort privat sind und den eigenen Hotelanlagen gehören. Und bis wir dann irgendwann den einzigen öffentlichen Strand gefunden haben und uns dann da hingelegt haben und ein bisschen baden waren und uns genossen haben. Und am Strand wurden wir dann auch von Hunden überfallen. Die Hunde gab es auch auf der ganzen Insel, auch als wir dann wieder zurückgegangen sind zum Hostel. Ja, man wurde eigentlich immer von Hunden begleitet auf seinem Weg.
Die Tage vergingen wie im Fluge. Es gab immer leckeres Essen im Hostel. Dann ging es eine Session an den Laptop. Dann mittags kamen in irgendeiner komischen Kooperation immer andere Touristen in unsere Poolanlage und haben dann mit sehr lauter Musik rumgetanzt und Party gemacht. Am ersten Tag waren wir noch ein bisschen abgelehnt, am zweiten Tag haben wir das aber genutzt und sind dann auch mit rein und haben Volleyball im Pool gespielt. Das fandst du auch besonders gut. Ja. Abends gab es dann immer die Mückenparty, wo wir mindestens 15 Mücken irgendwie noch killen mussten, bevor wir dann schlafen konnten. Das hat trotzdem nicht gereicht, weil diese Mückennetze trotzdem immer irgendwelche Löcher haben, wo die Mücken es dann immer schaffen, da durchzukommen. Ja, Filme schneiden, lesen, räuen. Und dann waren wir noch 1-2 Mal noch im Ort und haben uns das angeguckt. Ja, und unter anderem sind wir auch zu einer alten Villa von Pablo Escobar gelaufen. Das ist jetzt mittlerweile eine Ruine. Hingeführt wurden wir von einem Mädchen. Das hat uns da irgendwie hingebracht. Und auf dem Weg hatten wir auch Leute auf Estland getroffen, die mehr oder weniger planlos wie wir da rumliefen. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben dann eigentlich den Nachmittag verbracht, uns die Insel angeschaut. Und am Ende wurden wir auch sehr lieb eingeladen zu denen in ihr Hotel und haben dann nochmal mit viel Bier und Essen unseren letzten Abend genossen. Hello. I wish you more luck around the world trip. Thank you. And maybe we see each other soon again in Estonia. Yeah, hopefully come to Estonia. Ja, nachdem wir uns von der Familie verabschiedet haben, haben wir im Dunkeln noch versucht, so transluzierendes Plankton zu finden, was es in so einer Lagune da auf der Insel wohl gibt. Zu Fuß haben wir es auf jeden Fall nicht gesehen. Im Nachhinein habe ich es bereut, dass wir nicht im Hostel die 15 € pro Person für eine Kanutour zu diesem Plankton gebucht haben. Dafür waren wir im Budget. Ja, ich hätte es schon echt gerne gesehen. Am nächsten Tag hieß es dann Tschüss sagen zu unserem Hostel. Und dann wurden wir mit dem Boot wieder zurück nach Cartagena gebracht. Es war nicht ganz so schlechtes Wetter, aber vergleichbarer Speed. Diesmal hatten wir aber auch einen interessanten Motorschaden, direkt zwischen so 2 kleinen Inseln. Die Stimmung unter den Touristen war dann noch ein bisschen angespannt. Die haben es dann aber irgendwie nochmal nachgeölt oder was auch immer und dann sprangen die beiden Motoren noch wieder an. Das war ganz lustig. Die packen da 200 PS Motoren dran, was wahrscheinlich viel zu viel Pferdestärken hat für diese Boote. Und dadurch, dass das Boot dann relativ doll nach oben geneigt ist, kann der Steuermann, der hinten sitzt, gar nicht mehr sehen, wo er langfährt. Deswegen sitzt immer einer vorne und schaut praktisch auf dem Horizont, ob es irgendwelche Gegenstände im Wasser gibt, die man umkurven muss. Und dann zeigt er immer links oder rechts, wo er langfahren muss. Und der vorne hatte so eine Skimütze, hier so eine Skibrille an.
Dann sind wir in Cartagena angekommen wieder und sind dann noch einmal zu unserem Lieblings-Kaffeeladen. Und dann haben wir noch was gegessen. Und sind dann abends mit einem Uber durch die Stadt gefahren, um zum Busterminal zu kommen. Der Busterminal ist ein bisschen weiter weg von der Innenstadt und es wird da empfohlen, halt ein Uber oder ein Taxi zu nehmen. Und das war echt nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Stadt, die wir bekommen haben mit dieser Uberfahrt, wo wir dann über diese schlecht beleuchtete Straße gefahren sind, wo halt abends die ganzen Leute da auf den Straßen weiterhin ihr Obst verkauft haben und alle möglichen Sachen auf Straßenständen. Touristen wird da nicht empfohlen, lang zu gehen, aber ich denke, man kann es wahrscheinlich machen. Und dann sind wir am Busbahnhof angekommen, haben unsere Busanbieter gefunden und sind dann in unseren ersten Nachtbus gestiegen, der nach Medellin fährt. Ja, das wäre es dann von der ersten Hälfte unserer Kolumbien-Tour. Zum Thema Sicherheit haben wir vorher sehr, sehr viel gehört, dass Kolumbien doch relativ unsicheres Pflaster ist und man mehrere Sicherheitsvorkehrungen treffen sollte. All das haben wir in einem Blogpost zusammengeschrieben, wie es uns letztendlich wirklich ergangen ist über die letzten Wochen in Südamerika. Gleichzeitig haben wir auch über unsere fehlenden Sprachkenntnisse geschrieben. Ja, das alles findet man unter invaluablediary.com, genau wie Fotos und unseren aktuellen Standort. Ja, wir hoffen, ihr freut euch aufs nächste Video, wo wir dann in Medellin, in Salento und Bogotá sind. Und ja, tschüss. Sehr gut. Das war bisher unsere längste Pause zwischen den Videos, oder? Ja, kann sein. Zwischen den Videos und dem Erlebten. Naja, es war auch irgendwann mal sehr lang. Wir haben noch die Kanada-Videos in Kolumbien aufgenommen. Ich glaube, das war auch. Ups, stimmt. Echt? Ja. Fertig? Ja.